Guten Tag, Freunde. Können Sie sich vorstellen, was es bedeutet, jahrelang in Gefangenschaft und Unfreiheit zu leben, schmerzhafte Beinfesseln zu ertragen und zu erkennen, dass sie nur als Profitquelle und nicht als Lebewesen behandelt werden? Genau das musste der Elefant mit dem Spitznamen Rat 50 lange Jahre lang durchmachen, bevor er die ihm zustehende Freiheit als Tier erhielt. Der Elefant mit dem Spitznamen Rat, was mit König oder großer Junge übersetzt werden kann, war viele Jahre lang auf den staubigen Straßen Indiens unterwegs. Und es unterhielt Touristen, bis es einem armen Hindu-Tempel in der Stadt Maharashtra gespendet wurde. Übrigens ist der Besitz eines Elefanten für einen Tempel in Indien eine höchst prestigeträchtige Angelegenheit, und in den meisten Fällen fühlen sich Elefanten dort mehr als wohl. Wie Sie sicher bereits verstanden haben, ging es dem Sergeant überhaupt nicht gut. Als er von aufmerksamen Leuten entdeckt wurde, denen sein Schicksal nicht gleichgültig war, war ihnen auf den ersten Blick klar, dass sein Körper von grober Behandlung und Hunger gezeichnet war. Emotionaler Stress, der zweifellos Radium war. Er war ständig dem geringsten traumatischen Erlebnis ausgesetzt, er war sehr lange an eins gefesselt und an der gleichen Stelle an seinen Beinen trat ein Abszess auf, außerdem erblindete er im Radio fast. Wie gesagt, ich werde es verwenden, der Vertreter des Wildrettungsunternehmens. Die Geschichte des Spielers ist äußerst tragisch, der arme Elefant wurde einigen Daten zufolge ständig verkauft. Er wechselte im Laufe seines langen Lebens etwa 27 Mal den Besitzer, als entdeckt wurde, dass der Elefant sehr hungrig war. Und die satt gewordenen britischen Wohltätigkeitsorganisationen für Wildtiere haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um den Radius von diesem qualvollen Überleben zu befreien. Alles kam so weit, dass sie anfingen, Papier und Plastik an seinen Beinen zu fressen, er erlitt mehrere Verletzungen durch Eisenspitzen, die zu ständigen Schwellungen führten. Als der Elefant merkte, dass Menschen gekommen waren, um ihn zu retten, konnte er seine Gefühle nicht zurückhalten und brach in Tränen aus. Der Elefant war 24 Stunden am Tag angekettet. Ein Team von Menschen war überrascht, dass er bei seiner Rettung aus den Augen verloren wurde. Unter Tränen erkannten wir, dass der Elefant sich seiner Rettung bewusst war. Elefanten sind edel und sehr intelligent. Es ist fast unvorstellbar, was die Tiere im letzten halben Jahrhundert durchmachen mussten, sagt Puta. Wissenschaftler behaupten übrigens, dass die emotionale Bandbreite von Elefanten sehr groß ist und ähnlich wie bei menschlichen Elefanten dazu neigt, tiefe und langanhaltende Erfahrungen zu machen. Sowohl Negatives als auch Positives kann Stress erleben und sogar weinen, niemand außer dem Elefanten selbst weiß es natürlich. Wie viel Schmerz und Leid und Demütigungen er ertragen musste, aber aus seinen Tränen lässt sich ablesen, dass ein Großteil der Rettung selbst erst ein ganzes Jahr nach der Alarmierung der Organisation in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und einem Gerichtsverfahren erfolgte. Es wurde ein Verfahren eingeleitet, auf dessen Grundlage es gelang, den ehemaligen Besitzern das unglückliche Tier abzunehmen, doch am Ende war es nicht so einfach, die Übernahme des Elefanten zu verhindern. Dies versuchten nicht nur die Besitzer des Tieres selbst, sondern auch die Anwohner. Ungefähr 500 Menschen versperrten dem Auto, in dem der Elefant transportiert wurde, den Weg und bewarfen ihn sogar mit Steinen. Der Polizei gelang es bald, die Randalierer zu zähmen, die Menschen beruhigten sich und von diesem Moment an beobachteten sie nur noch, was nach der Befreiung geschah. Sie brachten den Raja in ein spezialisiertes Zentrum, wo ihm die nötige professionelle Hilfe gegeben wurde, damit er ein neues Leben beginnen konnte, neues Leben im Reservat. Experten gehen davon aus, dass das Tier vor etwa 50 Jahren in freier Wildbahn seiner Mutter entrissen wurde. Seitdem hat der Elefant viele Besitzer gewechselt, aber er litt ständig. Wegen Misshandlung. Glücklicherweise hat sich sein Leben inzwischen radikal zum Besseren verändert und der Elefant scheint glücklich zu sein, bis er ankommt. Der gerettete Elefant kennt kein Leben ohne Fesseln, aber der Täter kann die Freiheit genießen und weiß, dass es viel würdigere Menschen gibt als diejenigen, die ihn in den letzten Jahren umgeben haben. Und das ist alles für heute, Freunde. Geben Sie ein Like, wenn Ihnen das Video gefallen hat, schreiben Sie Kommentare und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.